Cruella vom Regisseur Craig Gillespie nimmt uns mit in die 1970er Punkrock-Revolution in London. Genau genommen sehen wir die Geschichte von einer jungen, hoffnungsfrohen Frau, eine Modedesignerin, die je länger je mehr zu der ikonischen, ja, einer der gefürchtetsten Disney-Bösewichte überhaupt wird, nämlich Cruella de Vil. Der Film erzählt die Geschichte auf eine unfassbar mutige und kantige Art und Weise, muss ich sagen. Also etwas, was ich von Disney nicht erwartet hätte. Und darum ist für mich der Film auch so etwas wie bis jetzt die grosse positive Kinoüberraschung für das Jahr 2021. Dass Cruella dazugehört oder dazugehören könnte, hätte ich Anfangsjahr, vor allem nach dem Trailer, der schon rausgekommen ist, von diesen ein, zwei Trailern nicht wirklich erwartet. Weil wir kennen das, Trailer versprechen etwas, dann im Film siehst du etwas anderes. Und wie bei Disney leider oft typisch auch ein bisschen etwas weichgespültes. Dass das da nicht der Fall ist, das liegt ganz klar an der Emma Stone. Sie spielt einerseits mega sympathisch, andererseits aber auch total unverschämt. Eine verdammt geile Neuinterpretation von der Cruella de Vil, wie ich finde. Ihr gegenüber steht eine andere Emma, nämlich Emma Thompson. Das ist fade. Irritierend. Sie sind gefeuert. Warum sprechen Sie? Ich glaube, Sie haben mich geschnitten. Sie spielt die Baroness, also Baronin. Sie ist die Chefin von so einem Modeimperium oder Modelabel, besser gesagt. Und ihre Rolle oder die Art und Weise, wie Emma Thompson die Rolle interpretiert, die ist meiner Meinung nach ganz offensichtlich der Meryl Streep aus The Devil Wears Prada angelehnt oder jedenfalls davon inspiriert, weil genau wie Meryl Streep spielt Emma Thompson so, dass quasi ihr Wort ist Gesetz. Sie muss nicht einmal schreien, sie muss nicht einmal laut sein, damit das klar rüberkommt. Sie kann ganz leise, ganz normal sein und trotzdem ist der Raum mucksmüsli still, Vögel bleiben in der Luft praktisch stehen, zum Zuhören, was Emma Thompson sagt oder eben der Baroness sagt, wenn sie mal redet. Und das gibt einen grossartigen Clash zwischen eben dieser jungen Göre Cruella de Vil und dieser Traditionalistin, dieser befehlerischen und furchteinflößenden Baroness. Und man merkt vielleicht auch schon, woher die Cruella vielleicht gewisse Ideen hat oder ein bisschen so ihre Richtung hat, weil ja, sie ist ein bisschen so der Protégé am Anfang von dieser Baroness, kommt dann aber immer mehr in die Rebellenphase über, grossartig zum Anschauen und auch das macht der Film aus. Sie haben Talent. Aber ob Sie den Killer-Instinkt haben, ist abzuwarten. Es wäre aber total unfair von mir, wenn ich noch zwei weitere Schauspieler nicht erwähnen würde, nämlich den Joel Fry und den Paul Walter Hauser. Sie spielen die zwei aus den Trickfilmen schon bekannte Handlanger Jasper und Horace. Sie spielen sie aber mit so einer unglaublich geilen Chemie zwischeneinander. Ja, die haben Herz, sie haben Humor, sie sind auch ein bisschen so die Perspektive von uns Zuschauern in dieser Geschichte. Aus ihrer Sicht sehen wir ein bisschen so den Schlagabtausch zwischen diesen zwei grossen Frauen. Und man muss sagen, also ich habe noch nie einen 101 Dalmatiner-Film gesehen, wo die zwei Handlanger so viel Raum haben und so viel Platz haben. Und ja, warum die den Platz bekommen, das sehen wir sehr gut dank den zwei Schauspielern. Ich bin besser. Na schön, es wird Zeit für Musik oder sowas. Nicht, dass noch jemand weint. Was man nicht nur gut sieht, sondern vielmehr hört, ist, warum ich den Film am Anfang von dem Review als kantig bezeichnet habe oder als mutig bezeichnet habe. Nämlich vor allem wegen dem Soundtrack. Der Film ist von A bis Z durchsetzt mit Punkrock und vor allem, ich sage das jetzt mal als totale Laie, so 1970er britischer Punkrock-Revolution. Also wir haben auch ein bisschen so Queen, The Door, The Clash, das sind Namen, die ich mir rausgeschrieben habe. Verzeiht es mir, wenn ich jetzt gerade völlig daneben gelegen habe, aber ich glaube, es sind schon britische Bands. Die machen das, die tun wirklich den Vibe von dem Film extrem bestimmen. Wir haben meistens einen schnellen Schnitt, die Regie ist unglaublich clever, sie hat mega viele coole Einstellungen, Kamerafahrten, meistens begleitet eben von dem Soundtrack. Einmal fühlt es sich fast ein bisschen an wie ein Heist-Movie, also wie ein, wie sagen wir das auf Deutsch, ein Überfallfilm. Ja, weil es geht halt auch ein bisschen um kriminelle Machenschaften. Das macht der Film auch zu so einem Kunstwerk, nicht nur für die Ohren, auch für die Augen. Also Ausstattung, Kostüm, Location, Bühne, alles sieht wunderschön aus und prunkvoll. Ich glaube, das ist sicher auch ein Grund, warum die Schauspieler sichtlich Freude haben, dabei zu sein in diesem Projekt, mitzumachen. Das steckt richtig an, wenn man schaut. Wenn wir ein Fazit ziehen. Cruella, der Film, er ist wunderschön zum Anschauen. Besonders geil zum Anschauen, hat
Top-Schauspieler, eine clevere Regie, die sich, ich sag mal, eher ein bisschen an erwachsene Zuschauer richtet, nicht unbedingt an Kinder. Und eine Story, okay, die Story ist einigermaßen voraussehbar, sie ist nicht besonders innovativ, aber also mir im Gesamteindruck hat es nicht allzu viel ausgemacht. Im Gegenteil, ich finde sogar die Botschaft, die der Film möchte vermitteln, recht geil, nämlich dass normal die grösste Beleidigung überhaupt ist. Keine Sorge, es kommt noch sehr viel schlimmer.